Hier ist noch so ein Rest Spachtelmasse. Den rühre ich gerade noch mal wieder auf, weil das war halt nur so ein kleiner Rest, aber trotzdem mehr brauchst du eigentlich nicht. Und gucke, dass ich mit denen jetzt trotzdem noch mal arbeite. Wir schmeißen das viel zu oft, viel zu schnell weg. Und ich will heute einfach gucken, wie geht das jetzt? Was passiert jetzt hier? Diese Klumpen kann man im Prinzip auch verwenden als Struktur. Also es hat ja auch tolle Effekte dann. Und wie ich jetzt sehe, kann ich es ja trotzdem noch wieder glatt streichen. Also ich hätte jetzt sogar beides. Oder Streifen reinziehen, so wie jetzt hier. Oder wieder glatt ziehen. Und genau das macht die Malerei so einfach. Denn hier passiert ja einfach schon eine Menge. Man jetzt genau das so trocknen lassen und dann hat man eben schon einen tollen Effekt einfach auf der Fläche hier. Genau diese Streifen alleine. Ja, wenn man sie haben will, weiß man wieder nicht, wie kriegt man die jetzt rein, und wenn sie dann da sind und man will es eigentlich glatt haben, dann weiß man nicht, wie kriegt man es jetzt glatt. Man muss einfach mal gucken, dass man macht, wie es halt passt. Ich möchte ein bisschen Struktur auf jeden Fall haben. Also jetzt ist mir zu glatt und deswegen nehme ich hier nochmal die Blätter. Die liegen alle gerade draußen rum. Und drücke jetzt aber nicht so wie beim letzten Mal, sondern einfach so undefinierte Formen. Und ich kann hier auch einfach den kleinen Stiel hier benutzen, um auch ein paar Linien reinzubekommen. Und dann gehe ich eben auch so, wie was es sich jetzt so ergibt. Und kann ein paar Kreise machen, ein paar Blätter, ein paar Blattformen, ein paar Linien reinziehen. Ja, so lasse ich das jetzt mal trocknen und mal gucken, was dann kommt, ne? Ist super glatt geworden und man sieht jetzt genau eben diese Linie wieder. Also wunderschön, ist so ein Relief jetzt. Und damit will ich jetzt weiterarbeiten. Mal gucken, was so kommt. Auf jeden Fall muss die Farbe fließen und deswegen kann man hier gut mit Wasser wieder drauf arbeiten und eine flüssige Farbe nehmen. Das sind natürlich richtig schöne Effekte jetzt. Also jetzt sieht man richtig gut, was man vorher gemacht hat. Also diese Form erkennt man jetzt wunderbar hier. Hier diese Figuren kann man jetzt gut damit betonen. Sieht super aus. So hast du ziemlich einfach eine schöne Struktur drin. Und ja, das ist halt nicht so mühsam. Aber den machen wir jetzt erstmal sauber her. Sonst kann man den schlecht benutzen. Am besten immer gleich einfach abwischen. Und ja, nachher nochmal mit Wasser. Aber jetzt reicht es erstmal so. So, wie geht's weiter? Ja, ich habe mir ein paar Farben hier hingestellt und ich überlege jetzt gerade. Wichtig ist einfach locker zu bleiben, also ein bisschen Farbe ruhig raufschmeißen. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Ein bisschen verstreichen. Das ist echt ein Tipp, glaube ich. Wenn du merkst, du weißt nicht, wie es weitergeht, schmeiß einfach mal kurz die Farbe rauf, versuch dich selber wieder zu lockern damit. Und irgendwas wird schon passieren und auftauchen. Es sind auch wieder schöne Formen entstanden darüber. Und das kann man gar nicht so malen. Das kann man am besten wirklich so raufschmeißen und ein bisschen verstreichen. Denn wenn ich jetzt hier mit dem Pinsel auch wieder streiche, das so konkret vermale, dann ja, sieht es auch wirklich umrandet aus. Und
kann ich jetzt wieder ein bisschen verdünnen, ein bisschen laufen lassen, Gedanken laufen lassen vor allen Dingen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, doch, ich verwische es nochmal ein bisschen, löse nochmal die Farbe ein bisschen, weil die in die Struktur ja auch recht schnell trocknet. Und genau, ich kann hier auch mit einem Tuch das wieder so ein bisschen abtupfen. Dann wird es wieder ein bisschen transparenter. Oder es geht auch ganz weg, wie man hier sieht. Wenn man es dann doch nicht haben will, kann man es auch wieder wegwischen. Wollte ich jetzt gar nicht, aber ist halt so. Dann kann ich auch gleich noch mal ein bisschen nachmalen. So geht es einfach besser. Sieht zufälliger aus. Das andere sieht so gewollt aus, wenn man da mit dem Pinsel so rummalt. Hier noch so ein schönes Blau. Ja, ist vielleicht doch nicht so passend. Ich weiß gerade gar nicht. Nee, ich glaube, ich wische schon mal weg. Ah ja. Oh, das wird schön hellblau, türkis. Kann man auch wieder viel mitnehmen, finde ich. Schöner Farbton. Nee, will nicht. Also einfach raufkippen. Gucken, was passiert. Nee, ich glaube, ich mache das grün. Blau ist doch nicht so meine Farbe heute. Aber es ist auch schön, wieder das festzustellen, dass man, welche Farben man eben braucht gerade. Und ich will wahrscheinlich nicht, dass die ganzen Blätter jetzt abhauen. Das Grün mag ich doch immer sehr gerne. Jetzt kann man auch noch mal das Blatt nutzen, habe ich mir so überlegt gerade, und gucken, was es jetzt für undefinierte Muster abgibt. Also genau das ist ja so das Schöne an so einer Arbeit. Man kann einfach experimentieren und gucken, was passiert da jetzt. Und was sind das für Muster, und das muss gar nicht so genau sein. Und das kann man halt nicht malen. Also das kann man nicht mit einem Pinsel so nachmalen. Schöne Farben. So. Dann nehmen wir noch ein bisschen Orange dazu. Einfach mal gucken, wie es aussieht. Ein bisschen die Formen nachziehen. Die sind ja jetzt irgendwie da, und das inspiriert mich, sind für mich auch irgendwie Blätter alles. Und jetzt holen wir hier den Herbst nochmal auf die Leinwand. Ja doch, das mag ich, und da können wir das noch mal ein bisschen nachmalen. Aber ich nehme doch einen kleineren Pinsel. Du siehst, mit dem Pinsel ist es gar nicht so einfach, da die Farbe raufzukriegen. Da kann man auch einfach besser mit dem Finger noch mal ein bisschen nachwischen. Beste Werkzeug.
kurz ausprobieren hier. Ja, doch. Sieht doch immer gleich nochmal anders aus, oder? Findest du nicht? Also es hat doch immer was. Also im Rahmen. Ja, im Rahmen finde ich, sieht es wirklich toll aus. Also da kann man auch einen orangenen Rahmen machen oder ja. Das bleibt dann dir überlassen, beziehungsweise gibt es da ja so ein paar Kriterien, wonach man den Rahmen dann auch wählen kann. Aber es passt auf jeden Fall super. Es ist relativ simpel gemacht und macht einfach total viel Spaß. Und du kannst das aufgreifen und gucken, was du daraus machst und einfach gucken, was dich leitet. Und ich fand die Form so schön. Ja, oh, ich habe meine Tasse hier gar nicht. Einfach machen. Die andere, die steht in der Küche. Ja, und da habe ich eben den Rahmen rausgenommen und mach einfach. Also schön, dass du hier bist. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss. Ja, eine aktive Pause ist das, wenn du malst. Und manchmal weiß man nicht, wie man anfangen soll oder was man überhaupt malen soll. Und deswegen freue ich mich, wenn du hier viel mitnehmen kannst. Ich denke, das wirst du. Und wichtig ist aber dann als nächstes, dass du wirklich was machst. Also mach einfach. Schau dir das Video an, schau dir die anderen Videos an. Am besten abonnierst du einfach den Kanal und bist immer dabei, wenn was Neues kommt. Und so wächst hier diese wundervolle Gemeinschaft. Also schön, dass du hier bist. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich so. Ich lese so gerne die Kommentare von euch und muss dann auch immer oft nochmal lachen. Oder auch, ja, es berührt einen auch, wenn da so Geschichten auftauchen, wo ich so denke, wow, was seid ihr hier für eine Gemeinschaft? Also es ist unglaublich, finde ich. Also sehr, sehr wertvoll für mich. Es bereichert mich und es macht meine Arbeit hier eben dann auch wertig. Also dann weiß ich auch, ah ja, gut, ja, es hat sich gelohnt, das zu machen und danke dafür. Also, habt einen ganz schönen Sonntag. Jetzt genießt eure Malerei, eure aktive Pause, macht etwas. Denn ja, wenn du nur Füße hoch und vom Fernseher hängst, geht der Kopf trotzdem weiter und das Handy pimmt immer wieder auf. Also lass es einfach und mal. Viel Spaß dabei. Schön, dass du hier bist. Tschüss.